ich jetzt mal anfangen? Mein Name ist Chris, viele kenne ich nicht. Hallo. Ich bin von den Pfälzer Schwertlöwen aus Neustadt an der Weinstraße. Uns gibt es auch noch nicht so super lange, aber ein paar kennen uns schon. Und ja, danke für die Einladung an Stefan für diesen schönen Workshop, den ich jetzt hier halten darf. Hochexperimentell zum Thema Tanzen, beziehungsweise was hat La Verdadera Destreza mit Tanzen zu tun. Dazu muss ich ein bisschen eine kleine Vorrede geben. Also erstmal wird Malte mir bei diesem Workshop assistieren. Malte hat vorhin schon einen Thibaut-Workshop gemacht und wir haben gehört, dass Thibaut so ein bisschen umstritten ist, ob er zur Destreza-Tradition dazugehört oder nicht. Und damit beschäftigen wir auch so ein bisschen unser eigenes privates Projekt. Quadratura del Circolo, das La Verdadera Destreza-Projekt. Und wir beschäftigen uns so ein bisschen mit dem Vergleich von Thibaut mit meiner Quelle von Francisco Lorenzo de Rada, dessen Buch Nobleza de la Espada heißt, aus 1705. Und ja, ich beschäftige mich noch nicht so lange mit Papier wie du, aber ich habe mich da jetzt relativ gut eingefuchst und biete in Neustadt ein regelmäßiges Destreza-Training dazu an. Und in diesem Training das Elemente von Tore Wilkins PET hat, herzliche Grüße Tore, habe ich heute einen Trainingseinblick mitgebracht, weil wir können heute in 25 Minuten keinen Destreza erklären. Also das ist ein Ding der Möglichkeit, ihr kriegt aber quasi einen Einblick in unser Schwertlöwen-Training. Und es hat auch wieder was mit Tanz zu tun, aber diesmal so richtig mit Tanzen. Und ja, ich knüpfe jetzt mal kurz an Maltes Grundstellung. Also ihr habt euch vorhin ungefähr so hingestellt. Und wir suchen uns jetzt einen imaginären Gegner, auf den wir den Ort ausrichten und korrigieren den Fuß wieder in unsere gewöhnliche L-Form. Ihr kriegt aber den Normalheitsrapier, ja? Und wenn ihr dann in dieser L-Form seid und ihr spürt da so ein bisschen eine Spannung, könnt ihr den hinteren Fuß, die Fußspitzen ein bisschen eindrehen, damit ihr hier ganz locker und entspannt steht. Ihr könnt ein bisschen in die Knie gehen, also nicht so tief, aber keine Spannung bitte nicht. Dann der linke Arm bleibt einfach ganz locker hängen. Wichtigste Änderung. Wir gehen jetzt mit 2 Fingern ans Picasso und nehmen den Daumen ganz gewöhnlich unterhalb der Zehen. Genau. Der Rapier sollte jetzt erstmal ganz locker in der Hand liegen und die obere Kreuzstange zeigt nach oben. Und dann stellen wir uns in diese Grundposition, die Angulo Recto, rechter Winkel heißt. Im Gegensatz zur Thibauts Haltung hatten wir vorhin, ist die linke Schulter ein bisschen eingedreht. Also nicht so komplett auf 90 Grad, sondern ganz leicht nach hinten. Wir haben hier quasi eine Öffnung. Ja, warum tanzen? Wie wir vorhin gesehen haben, können wir ein bisschen was damit abdecken, aber wir haben ganz schön viele Öffnungen. Wir haben hier unten eine total gute Öffnung, wir haben hier an der Seite eine Öffnung. Wenn wir stillstehen als Diestro, also derjenige, der Destreza ausübt oder lernt, dann sind wir tot, wenn wir uns nicht bewegen. Das steht irgendwo auch in einem anderen Fechtbuch. So, was hat Fechten mit Destreza zu tun? Destreza ist eine Fechtkunst, die unter den Hidalgos in Spanien, das waren die Söhne von Adligen, verbreitet war. Und was haben die Adligen zu der Zeit gemacht? Die hatten Hobbys wie Reiten, Jagen, Fechten, Tanzen. Sie hatten wohl Bewegungsmuster, die fließend ineinander gegangen sind. Das heißt, es ist zu vermuten, konjunktiv, dass sich die Fechter nicht grundsätzlich anders bewegt haben, wenn sie getanzt haben. Ihr könnt euch mal im Internet auch so ein bisschen historische Renaissance-Tänze angucken. Da seht ihr ganz viel Bewegung auf den Fußspitzen, kurze Bewegungen, aber auch Sprünge, alles Mögliche. Das machen wir heute nicht. Ihr könnt das natürlich machen. Worum es mir heute geht, ist einmal kontinuierliche Bewegung. Wir haben hier verdammt viel Angriffsfläche, die kann man verändern, dann ist sie auch immer hier oben. Aber was wir heute wollen, ist, dass wir die ganze Zeit ohne extreme Bewegung, mit kleinen Schritten, egal wie wir sie gestalten, in Bewegung bleiben. Musik kann dazu eine richtig gute Hilfestellung sein. Und da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, deswegen, also dieses ganze
Thema ist ein bisschen experimentell. Wir haben auf der einen Seite die historischen Tanz und historische Musik. Da habe ich einfach zu wenig Ahnung davon, um euch zu sagen, wie das funktioniert. Moderner Ansatz, es gibt auch moderne Musik, zu der man sich gut bewegen kann. Wir sind grundsätzlich jetzt ein moderner Mensch, der sich anders bewegt als der Mensch in der Renaissance. Wir haben anderes Schuhwerk, wir haben einen anderen Untergrund teilweise, wir haben andere Waffen. Deswegen, mir geht es darum, bewegt euch flüssig. Ja, ich habe 4 Übungen jetzt mal mitgebracht. Wir fangen mit einer ersten an, die bekannt sein könnte, wenn ihr Tore Wilkins Konzept kennt. Es nennt sich freies Bewegen. Ich lege ein Lied ein von José de Nebra. Das ist ein spanischer Renaissance-Musiker aus der Zeit von 1705. Und ihr versucht euch einfach erstmal, ihr könnt mit dem Papier machen, was ihr wollt, außer es Leute umbringen. Ihr versucht euch rhythmisch, flüssig zu dieser Musik zu bewegen, im Raum. Ihr könnt dazu Bewegungen nehmen wie vorwärts, rückwärts, zur Seite, schräg nach vorne. Ihr könnt auch anstellen und zurück, Sliding, komplett frei. Das einzige, keine extremen Bewegungen. Das ist bei Destreza ein Grundgesetz. Keine extremen Bewegungen. Okay, ist es klar soweit, was ich von euch will? Wie ihr schon merkt, Renaissance-Musik ist manchmal ein bisschen schwierig, so vom Rhythmus her. Sehr schön. Im Training lasse ich verschiedene Lieder laufen, nicht nur aus der Renaissance, sondern ich streue auch mal eine Rumba oder mal was anderes ein. Ich lasse heute immer dasselbe Lied laufen, damit ihr euch so ein bisschen auf diesen Rhythmus eingrooven könnt. So, das war jetzt mal so der Auftakt. Was jetzt dazu kommt, ist das erste ein Diestro. Destreza, Spanien ist die Haltung. Kinn etwas nach oben, die Schultern zurück so ein bisschen, also ein bisschen aufrechter, ein bisschen stolzer. Ihr müsst eure Struktur jetzt nicht komplett kaputt machen, also das hier wäre übertrieben, aber locker, aber stolz. Und wir beugen uns nicht irgendwie komisch nach vorne oder zur Seite, sondern wir bleiben so erhaben. Ja? Spanier sind ein bisschen, Entschuldigung, was Besseres. Wir regieren die halbe Welt im 16. und 17. Jahrhundert, also verhalten wir uns so von der Haltung her grundsätzlich so. Deswegen auch dieser aufrechte Gang. Das ist mal das eine. Das andere ist, wenn wir jetzt tanzen und uns einen Gegner vorstellen, weil jetzt nehmen wir die Handarbeit dazu, und für die Handarbeit wird mir jetzt am Anfang ausreichen, wenn ihr einfach den Papier nehmt und spiralförmige Bewegungen ausführt. Im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn. Ganz locker aus dem Hand. Okay? Konzentriert euch bitte nicht zu sehr auf diese Handarbeit. Ich habe sie bewusst jetzt etwas simpel gehalten, weil eigentlich ist das, was jetzt passieren soll, immer noch die Haltung. Also das, was mit den Füßen passiert. Und ja, die Ebenen. Ich möchte jetzt nicht, dass ihr so tanzt, sondern schon versucht, eure Blöße ein bisschen zu verstecken. Ihr müsst nicht komplett wie bei Thibaut euch ganz verstecken, aber so ein bisschen. Okay? Gut. Dann gibt es das Lied jetzt nochmal und achtet auf die Ebene und denkt euch einen imaginären Gegner aus, vor dem ihr quasi mit der Klinge so ein bisschen rumfuchtelt, um es mal ganz untechnisch zu sagen. Lockert mal ein bisschen eure Schulter. Nicht nur wir tanzen, ne?
kommt die erste Paarübung, die für beide Seiten recht anstrengend ist. Einer tanzt und der andere ist der Tanzlehrer. Der Tanzlehrer, auch gleichzeitig Fechtlehrer, hat die tolle Aufgabe, er stellt sich einfach erstmal so hin, bleibt so. Und ihr sucht einen anderen Abstand als vorhin. Wir nehmen jetzt die wahre mediale Provokation. Also ein. Und zwar, ihr geht mit dem Ort maximal auf die Länge, hier auf die Höhe der Kreuzstange. Das heißt, wenn ihr jetzt einen längeren Rapier habt, der längere Rapier geht auch maximal auf die Kreuzstange. Okay? So, diesen Abstand, Medio de Proportion genannt, versucht ihr zu halten. Der Lehrer, also ich, führe und ich führe nicht tänzerisch, ich kann führen, wie ich will. Ich kann jetzt nach vorne laufen, ich kann zur Seite laufen, ich kann nach hinten laufen, egal. Malte tanzt, die Hand ist egal. Und Malte versucht die Klinge, während er tanzt und versucht die Distanz zu halten, durch diese Spiralbewegung eine Klingenkontrolle aufzubauen. Klappt am besten mit Stärke an Schwäche, kennt ihr aber aus dem Langschwertfechten. Okay? Es geht gar nicht so sehr um die Klingenkontrolle, es geht mir darum, dass da was passiert und dass ihr die Möglichkeit habt, den Abstand zu halten. Der Vorteil bei diesen tänzerischen Bewegungen, bei diesem Arbeiten aus dem Winkel, bei Destresa ist, wenn ihr mal auf so einen Ort schaut, also wenn ihr jetzt einen Partner habt, der mal einfach mit dem Rapier auf euch zeigt, werdet ihr sehen, ich sehe das Ding nicht. Also, hier sehe ich es. Hier sehe ich es auch. Okay? Und das gibt euch die Möglichkeit, Kontrolle aufzubauen und auch Distanzkontrolle. So, ich führe jetzt Malte durch den Raum. Malte, Tänze. Versucht den Abstand zu halten. Macht's bitte, danke. Macht's bitte langsam, wir haben keine Masken auf. Es geht jetzt nicht um Schnelligkeit, es geht um Kontrolle. Kontrolle, Distanz, Kontrolle der gegnerischen Waffe und vor allem, dass ihr euch die ganze Zeit bewegt. Das ist das Allerwichtigste. Gleiches Lied, sucht euch einen Partner. Rapierfechten ist eine anstrengende Sache. Lockert nochmal eure Schultern. Und kommt ein bisschen näher zusammen, damit ich nicht so schreien muss. Oh, weil ich bin dann leicht mit Schuhen. Aber trotzdem mit Abstand. Je mehr du schreist, desto weiter müssten wir weg sein. Die letzte Übung hat keine festgelegten Rollen. Also kein Lehrer, kein Schüler, sondern beide gleichberechtigt. Beide haben gleichmäßig kaputt. Beide versuchen, gewisse Abstände zu wahren. Die erste ist hier die Medio de Proportion. Bei Thibaut und Radar gibt es 3 verschiedene Medios. Bei den anderen Destresa-Autoren nur 2. Und die zweite jetzt wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt hier anfange, eine Kontrolle über seine Waffe zu erlangen, brauche ich noch einen Schritt, um ihn quasi anzugreifen. Also hier zum Beispiel mit einem Stich. Wir lassen die Angriffsaktion mal komplett weg. Mir geht es jetzt darum, dass wir zum Beispiel tanzen. Und zwar nicht kooperativ. Und einer dann anfängt, eine sehr deutliche, dominante Position aufzubauen. Das reicht mir. Und dann geht man wieder ein bisschen zurück und fängt wieder mit Tanzen an. Ich möchte keine Stoppbewegung, sondern es soll flüssig bleiben. Jeder versucht, eine überlegene Position aufzubauen, sei es durch einfaches Überbinden oder durch Spiralbewegungen, egal. Aber keine Stiche, keine Hiebe. Das mal so zum Ablauf. Ich mach's ganz gut. Ich gehe noch mal kurz vor. Klar soweit?
weil es so lustig ist und ihr euch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ihr euch mit der Musik ein bisschen schwer tut, ich lege jetzt mal einen Walzer ein. Lasst euch auf diesen Walzer ein, okay? Ihr werdet es sehen. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich auch mitgemacht habt, dass ihr mitgetanzt habt, dass ihr euch darauf eingelassen habt. War mir eine Freude, auch zuzusehen. Ja, wer Fragen dazu hat, kann mich gerne jederzeit dazu ansprechen, auch nach dem Event gerne auch anschreiben. Gibt es das auch weniger anstrengend? Bitte? Gibt es das auch in weniger anstrengend? Könnte ich was dazu sagen? Wobei ich habe großen Respekt vor demjenigen mit den Panzerhandschuhen, das ist großes Kino. Aber Rapierfechten ist auf der einen Seite ziemlich belastend für die Schultern, deswegen machen wir im Training auch prophylaktische Übungen. Und ja, das war jetzt ein kurzer, wirklich sehr kleiner Einblick in das, was wir in Neustadt tun. Und vielen Dank. Danke.